Hallo ihr Lieben, Heißluftfritteusen sind gerade voll im Trend und ich habe heute eine Heißluftfritteuse von der Firma Cosori, die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse kostenlos zum Testen bekommen und ich dachte, ich nehme euch direkt mit und wir machen den Paket zusammen auf und ich teile mit euch meine ersten Eindrücke. Danach werden wir auch ein paar Rezepte testen. Ich werde Pommes aus Kartoffeln in der Heißluftfritteuse vorbereiten, Chicken Wings und auch Schokomuffins, so dass wir direkt die verschiedenen Funktionen testen können. Und zum Schluss natürlich werde ich mit euch meine Meinung zu dieser Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse teilen. Ich habe schon etwa 2 Jahre Erfahrung mit einer Heißluftfritteuse gemacht. Ich benutze die auch gerne fast täglich und deshalb freue ich mich sehr, heute für euch die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse zu testen. Lasst uns gleich loslegen. So, als erstes lasst uns den Paket aufmachen. Das freut mich immer so sehr, weil es so ein bisschen wie Geburtstag oder Weihnachten ist. Geht es euch auch so? So, es ist etwas schwer für mich, das so hoch zu heben, deswegen lege ich es kurz auf den Boden. Ich habe es geschafft, aus dem Karton rauszuholen. Hier haben wir die Verpackung. Es sieht schon ganz schön aus. Hier sind auch direkt viele Details zu den Funktionen. Für mich die wichtigsten Faktoren an einer Heißluftfritteuse sind, dass man viel schneller mit einer Heißluftfritteuse kochen kann. Man hat viele verschiedene Funktionen. Man kann in den Heißluftfritteusen sogar backen, habe ich noch nicht getestet, aber werden wir mit dieser Heißluftfritteuse auch testen. Sonst kann man alle Gemüse in den Heißluftfritteusen wunderschön kochen, auch Fleisch, Pommes, wie gesagt, das werden wir auch zusammen testen. Das war für uns die erste Grund, um eine Heißluftfritteuse zu holen vor 2 Jahren, weil wir wollten den Pommes etwas gesünder kochen, nicht immer frittieren und wir wollten, dass es trotzdem schön knusprig wird. Im Backofen ist das nicht immer möglich. Und für kleine Portionen ist die Heißluftfritteuse, finde ich, auch mega, weil man dann nicht den ganzen Backofen immer anmachen muss. So, aber später noch zu den Funktionen. Lasst uns jetzt den Paket auch vollständig aufmachen. Und ich hoffe, meine Pflanzen bleiben dabei heil. So, hier haben wir so eine Gitter. Das kenne ich auch von der anderen Heißluftfritteuse. So sieht das aus. So haben wir die Heißluftfritteuse. Die Heißluftfritteuse hat einen wirklich schönen modernen Design. Es ist sehr simpel, aber trotzdem sehr stilvoll, finde ich. Es hat eine so dunkelgraue matte Farbe, die bei uns zumindest oder anderen Küchengeräten auch ganz toll dazu passt. Es ist ziemlich groß, aber trotzdem von der Größe, weil es dann die Größe so nach oben geht, nimmt das nicht so viel Platz in Anspruch. Dazu kam auch so ein Umschlag und das werde ich jetzt direkt auch ausmachen. Hier gibt es solche Ankleber. Ich denke, die kann man hier auf die Heißluftfritteuse wahrscheinlich oben drauf kleben, wenn man möchte. Hier hat man so eine Übersicht von den Einstellungen. Dann gibt es auch so eine Rezeptheftchen dazu. Das finde ich immer toll mit neuen Geräten, weil man nicht
unbedingt weiß, wie man den neuen Gerät verwenden kann, wofür man den verwenden kann und was alles man in diesem Gerät auch zubereiten kann. Ich schaue mir ganz kurz in das Rezeptheftchen. Kurz umgefasst, gibt es in dem Rezeptbuch so einen oder Rezeptheftchen, gibt es Anleitungen zu bestimmten Produkten, zum Beispiel wie du ein bestimmtes Fleisch oder Fisch in der Heißluftfritteuse zubereitest, welche Temperatur solltest du stellen und welche Zeit für die Vorbereitung. Dann gibt es auch Tipps, wie du dein normales Rezept auch an die Heißluftfritteuse anpassen kannst. Das heißt, wie du die Temperatur und auch die Zeit reduzieren solltest. Und dann gibt es auch viele verschiedene Rezepte in dem Rezeptheftchen, die du dann auch in der Heißluftfritteuse nachkochen kannst. Jetzt schaue ich mir dann kurz den Manual an. Hier gibt es auch diesen, wie normalerweise bei allen Geräten, das werde ich mir auch noch kurz anschauen, so dass wir direkt dein Gerät dann auch anmachen können und schauen können, wie es funktioniert. Ich habe die Heißluftfritteuse jetzt vor der ersten Anwendung gereinigt und jetzt werde ich die noch anschließen. Macht eine kleine Melodie und hier geht's noch nichts an. Hier leuchtet nur der Powerknopf. Lasst uns das drücken und schauen. Ja, es steht in Bedienungsanleitung, dass es erst 195 Grad eingestellt hat und 10 Minuten und man sollte erst so einen Testvorgang machen, die Maschine laufen lassen, bevor man dann die Maschine das erste Mal benutzt. Ich finde den LED-Display richtig schön, ganz schön modern und ja, hier sieht man direkt alles. Man sieht hier auch alle Funktionen. Jetzt werde ich die Heißluftfritteuse für die 10 Minuten laufen lassen. Danach werde ich euch zeigen, wie es gegangen ist. Und nachdem kann ich schon direkt mit den Rezepten anfangen. Die ersten 10 Minuten sind jetzt um und ich lasse die Heißluftfritteuse jetzt etwa 30 Minuten abkühlen. Dann kann man die schon normal verwenden. Jetzt, was ich dazu sagen wollte, weil ich die Heißluftfritteuse ja das erste Mal angemacht habe. Am Anfang, wenn man die Programm startet, kommt so eine Neugerätgeruch. So würde ich das nennen, weil ich so einen Geruch bei jedem neuen Gerät merke und es stört nicht wirklich und es geht auch vorbei in den ersten Minuten, aber am Anfang kann es sein, dass man diesen Neugerätgeruch hat. Wenn es um die Lautstärke geht, würde ich sagen, es ist nicht laut, es ist auch nicht ganz, ganz leise, man hört den Gerät schon, aber es stört einem nicht. Wie gesagt, jetzt ist die Heißluftfritteuse bereit, man kann die schon anwenden und ich werde direkt mit dem Pommes-Rezept loslegen. Danach teste ich noch Chicken Wings und Schokomuffins. Als erstes habe ich Pommes getestet und ich habe den Pommes aus Kartoffeln gemacht, weil es mir so etwas besser schmeckt und ich mache das auch immer mit unserer andere Heißluftfritteuse. Ich habe die Kartoffeln erst gewaschen, dann einfach so kleiner gehackt in solche kleine Streifen, dann den Gewürz dazu gegeben und dann ab in die Heißluftfritteuse. Ich habe die Temperatur etwas angepasst. Ich habe nicht die genaue Temperatur genommen aus den Empfehlungen aus dem Rezeptbuch von Cosori. Ich habe es nach meiner Erfahrung etwas angepasst. Dafür habe ich 190 Grad bei Heißluftfritteuse genommen und 20 Minuten für die Garzeit. Und der Pommes ist wirklich schön geworden, knusprig geworden und lecker geworden. Was ich dazu noch sagen würde, ist, man sollte den Pommes direkt aus dem Korb nehmen, nicht da lassen, weil sonst es weich wird. Da bildet dann Feuchtigkeit und das beeinflusst die Knusprigkeit natürlich. Und auch man sollte den Pommes dann direkt essen, weil es nicht so lange knusprig bleibt. Das ist ein kleiner Unterschied zu dem frittierten Pommes, der bleibt etwas länger knusprig. Ich denke wegen dem Fett und dieser
Zubereitungsart bei dem heißluftfrittierten Pommes solltest du den Pommes dann direkt genießen, wenn du den knusprig genießen möchtest. Bevor ich mit dem Testen selber angefangen habe, habe ich die Amazon-Rezensionen noch gelesen und da hat jemand geschrieben, dass wegen dieser Gitter hier fällt der Pommes etwas durch. Das hängt natürlich davon ab, welche Größe von Pommes du magst. Wenn es ganz dünn ist, dann klar, es kann sein, dass manche so durchfallen. Und wenn man die auch den Pommes so schwenkt, das mag ich selber ganz gerne, ungefähr an der Halbzeit an den Pommes noch schwenken, dann haben auch bei mir paar Stücke durch den Gitter gefallen und ich fand das aber nicht problematisch und ich finde es auch nicht, dass es ein Problem ist. Das stört mich gar nicht, weil es nur ein oder zwei dahin gefallen haben und man kann dann, nachdem du den Pommes rausgeholt hast, auch den Gitter rausholen. Natürlich ist es heiß, dann vorsichtig rausholen und dann kannst du auch diese paar Pommesstücke noch retten. Zu den Wings wollte ich sagen, ich habe die Wings Temperatur auch nur ganz leicht angepasst. Ich mag normalerweise die Temperaturen beim Heißluftfrittieren auch niedriger machen und dann oder beim Heißluftfritteuse verwenden. Ich verwende manchmal für die Chicken Wings auch andere Einstellungen und ich mag die bei 160 oder 70 vorbereiten und ganz am Ende dann 5 Minuten noch knusprig machen, dann beim etwas höheren Temperaturen. Das ist meine Präferenz. Diesmal habe ich die Temperatur nur ganz leicht angepasst und die Wings sind wirklich saftig geworden. Das hat mir gefallen und das hat mich auch gefreut. Die sind leicht knusprig geworden, nicht richtig knusprig, aber die hatten so eine leichte Knusprigkeit. Trotzdem würde ich sagen, ich mag es lieber, wenn man eine niedrige Temperatur nimmt und dann länger gart. Bei dieser Art Zubereitung finde ich, dass der Fleisch leichter von Knochen sich trennt. Es ist auch sehr saftig und mir gefällt es so etwas mehr, aber das ist so meine Präferenz. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es so schlechter ist oder besser ist. Es ist nur eine Präferenz, die ich habe. Sonst kann ich nur sagen, dass wenn es schnell gehen muss, dann ist die angegebene Temperatur perfekt, weil es dann schneller geht und die Garkonsistenz, wenn man so sagen kann, sowie die Wings dann werden die trotzdem richtig saftig und haben eine Knusprigkeit. Deswegen ist das auch ganz schön und klappt auch ganz schön. Was mir auch gefallen hat, weil ich habe ja gesagt, wir haben eine andere Heißluftfritteuse, die ist eine Zweikammer-Heißluftfritteuse und beim größeren Mengen muss man dann die Zweikammer verwenden. Hier passt in diese eine Kammer ups, Entschuldigung. So in diese eine Kammer passt 1 Kilo von Chicken Wings, Hähnchenwings und das ist die Portion für 3 bis 5 Leute, würde ich sagen, und ganz toll für Familien und auch für Partys, finde ich. Als nächstes habe ich mein Lieblings-Schokomuffin-Rezept gemacht und das war für mich das Spannendste, weil ich noch nie mit einer oder in einer Heißluftfritteuse gebacken habe und ich war wirklich gespannt, wie das wird. Ich habe mein normales Schokomuffin-Rezept genommen, die ist für 12 Muffins. Dafür habe ich solche Muffinförmchen verwendet. Die sind etwas größer als die normale Muffinförmchen und ich dachte, dass ich dann deswegen anstatt 12 einfach 9 Muffins machen kann oder machen werde. Das ist die Kapazität, die in diese Heißluftfritteuse gepasst hat von diesen Förmchen. Und ich dachte, das wird klappen, weil
ja, weil die Förmchen etwas größer sind. Was dann passiert ist, dass die Muffins leicht überläuft haben. So, das sind die ganz schönen, die sind nur ganz hoch geworden, aber teilweise sind die Muffins überlaufen. Ich kann nicht sagen, dass es jetzt die Heißluftfritteuse hier schuld ist, weil ich selber schuld bin. Ich habe die Förmchen überfüllt und ich bin mir sicher, wenn ich das nochmal mache und einfach den Rezept auf 9 Muffins anpasse, dann wird das auch wunderschön klappen und die werden nicht so überfüllt sein und nicht überlaufen. Die Backtemperatur und die Backzeit habe ich angepasst so, wie es in dem Rezeptbuch angegeben ist. Man sollte die Backtemperatur bis zu 10 Celsius niedriger machen und dann die Backzeit bei 20% reduzieren. Ich habe die Backtemperatur sogar beim 15 Grad reduziert und die Backzeit habe ich so wie angegeben reduziert. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Muffins hier oben nicht so weich sind wie normalerweise. So, die sind etwas fester geworden als wie es mir gewohnt ist im Backofen. Ich denke, das liegt daran, dass die Muffins so nah an die Hitzequelle sind und es kann auch natürlich wieder daran liegen, dass ich die etwas überfüllt habe. Was ich aber beim nächsten Mal machen würde, ich würde die Temperatur noch etwas reduzieren, aber in Ganzem sind die Muffins unfassbar weich geworden und ich wollte euch noch die Konsistenz zeigen, die Struktur von den Muffins. Die sind wirklich weich und super saftig geworden. Ich bin wirklich positiv überzeugt, weil ich muss sagen, ich war ganz skeptisch, wie das Ganze in einer Heißluftfritteuse klappt. Aber es hat einfach wunderschön funktioniert. Und natürlich, jetzt denkt ihr, ich sage, dass es hat so wunderschön geklappt, obwohl die überlaufen sind und ja nicht ganz perfekt geformt sind. Ich weiß, aber da war ich schuld, weil ich die Förmchen überfüllt habe. Ich bin mir aber sicher, dass wenn man die nicht überfüllt, wären die ganz schön, die wären nicht überlaufen. Und was mir am wichtigsten ist die Struktur und Konsistenz von den Muffins und dass die saftig bleiben. Und das sind die und schmecken auch wirklich lecker. Ich bin wirklich neugierig geworden und werde jetzt auch mehrere Backrezepte in die Heißluftfritteuse testen. Was ich dazu sagen muss, ist, dass man geduldig bleiben muss mit einem neuen Gerät. Ich finde, es gibt natürlich Rezepte, die man direkt nehmen kann und direkt so machen kann. Und das klappt wunderschön. Aber wenn du ein eigenes Rezept nimmst, es kann sein, dass du die Temperatur, die Zeit etwas anpassen musst und ein paar Mal testen musst. Das heißt nicht, dass es nicht schön wird, wie jetzt bei mir mit den Muffins. Die sind trotzdem wirklich lecker und gut geworden. Aber um es perfekt zu machen, kann es sein, dass du paar Testversuche brauchen werdest. Und jetzt zum Schluss, wie versprochen, werde ich noch meine Meinung nach dem Testen zum Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse mit euch teilen. Als erstes werde ich den Design ansprechen. Ich finde den Design ganz schön modern, stylisch. Es ist ganz simpel, aber mir gefällt sowas und ganz besonders hat mir der LED-Display gefallen. Ich finde auch die Farbe ist schön. Es ist eine dunkelgraue matte Farbe. Es hat schwarze Details. Dieser LED-Display ist schwarz und hier hat es auch so eine silberne Detail. Deswegen finde ich, dass die Heißluftfritteuse zu jeder Küche so passt, weil normalerweise hat man ja diese Farben in der Küche. Wir haben auch hier schwarz und etwas Silbernes und deswegen passt die von Design und von der Farbe her perfekt zum Küche. Was mir noch richtig gut gefallen hat, ist diese Melodie.
die die Heißluftfritteuse am Ende jedes Programms macht. Das fand ich richtig schön, weil ich denke, unsere andere Heißluftfritteuse macht nur einen Pieps, so einen Ton und man hört das nicht immer. Die Heißluftfritteuse läuft in der Küche. Man muss ja nicht hier bleiben, um das zu beobachten. Und dann hört man diese Melodie auch aus anderen Räumen. Und ja, das ist eine Kleinigkeit, finde ich, ist nicht notwendig unbedingt, aber das hat mir auch wirklich gefallen. Was ich noch toll fand, ist, dass die Heißluftfritteuse eine wirklich große Kapazität hat. Es hat eine 6 Liter Kapazität. Das ist dieser große Korb und das finde ich ist perfekt für Familien und für Partys, wenn man auf einmal eine größere Portion zubereiten möchte. Es ist ungefähr, würde ich sagen, für 3 bis 5 Personen geeignet. Natürlich hängt das davon ab, wie groß die Portionengröße sind. Das finde ich ist immer sehr individuell. Aber nach meiner Erfahrung würde ich schon sagen, dass es bis 4 Personen bestimmt schon gut reicht. Und dann beim Partys isst man ja auch nicht unbedingt so viel auf einmal. Dann kann es auch bis 5 und 6 Personen reichen. Und weil es so schnell geht, kann man ja etwas vorbereiten, das schon auf dem Tisch legen und dann die nächste Ladung direkt auch fertig machen. Bei dieser großen Kapazität ist die Heißluftfritteuse trotzdem nach meiner Meinung ziemlich kompakt. Es hat eine Größe von 40 mal 30 mal 30 und weil es in die Höhe geht, nimmt die Heißluftfritteuse auch nicht so viel Platz in der Küche. Was für mich noch ein ganz großes Vorteil ist bei solchen Geräten, ist, wie leicht die zu reinigen sind. Ich hatte schon mehrere Geräte, die nicht leicht zu reinigen waren. Und dann, was passiert dann? Ich benutze die Geräte kaum, weil ich diesen Reinigungsprozess mir nicht antun möchte. Und für mich persönlich ist das ganz wichtig. Bei der Heißluftfritteuse geht es ganz einfach. Man lässt die erste kurz abkühlen, dann am besten direkt abwaschen, so dass es nicht so abtrocknet. Dann einfach mit dem Schwamm diesen Gitter waschen und danach kann man auch diese Kammer waschen. Bei solchen Rezepten, wo es ganz viel Öl in der Kammer ist, mag ich erst den Öl mit einem Küchentuch entfernen und danach den Korb mit Seifenwasser abspülen. Aber die Teile sind auch spülmaschinenfest. Ich mag das persönlich nicht, in die Spülmaschine zu reinigen, weil ich finde, dass die langlebiger sind, die Geräte, wenn man die per Hand reinigt, aber die Teile sind auch spülmaschinenfest. Was für mich das wichtigste Kaufpunkt bei einer Heißluftfritteuse ist, dass man mit einer Heißluftfritteuse viel weniger Öl verwenden kann. Bis zum 95% weniger Öl. Zum Beispiel, wenn man Pommes vorbereitet, man braucht nicht so viel Öl, es wird trotzdem richtig lecker. Das macht die Vorbereitung viel gesünder und auch beim Fleischgerichten oder Fischgerichten, die etwas fettig an sich sind, tropft dieser Extrafett durch den Gitter und es bleibt nicht auf dem Fleisch und deswegen wären auch diese Gerichte viel gesünder. Das war für uns beim Erstkauf unserer ersten Heißluftfritteuse der wichtigste Punkt. Der zweitwichtigste Punkt war die Energieverbrauch, weil wir eine Zwei-Personen-Familie sind und immer wenn ich was Kleines kochen wollte oder im Backofen zubereiten wollte, habe ich mir sehr lange überlegt. Zum Beispiel, wenn ich eine Portion Fischstäbchen mache oder eine Portion, jetzt fällt mir nichts, nichts anderes auf, aber eine kleine Portion irgendetwas, was man normalerweise im Backofen zubereitet und dann dafür den ganzen Backofen anmachen, das ist eine große Energieverbrauch. Jetzt in der Heißluftfritteuse muss man nicht zweimal denken, weil die nicht so viel Energie verbraucht und das geht auch viel
schneller. Deswegen war das für uns auch ein ganz wichtiger Punkt. Es wird angegeben, dass es bis 40% weniger Energie verbraucht. Das habe ich natürlich nicht persönlich getestet. Das kann ich nur so sagen, dass es so angegeben ist. Aber ja, wie gesagt, wenn man das bedenkt, dass man den ganzen Backofen für eine kleine Portion irgendetwas heiß machen muss oder man kann das Gleiche viel schneller in einer Heißluftfritteuse zubereiten, dann ist der Energieverbrauch deutlich kleiner. Was ich noch sagen wollte, ist, dass die Temperaturen nach meiner Meinung in beiden Heißluftfritteusen so angegeben werden, dass ich die immer dann selber niedriger mache. Natürlich kann es sein, dass die Kochzeit dann etwas länger wird, aber wie ich schon gesagt habe, ist das meine Präferenz. Ich habe das gemerkt beim Testen, beim Kochen mit unserer Heißluftfritteuse seit 2 Jahren und hier habe ich das Gleiche gemerkt, dass die Temperaturen schon die angegebenen Temperaturen, die man in dem Rezeptbuch findet, die sind ziemlich hoch und meine Präferenz ist immer etwas niedriger die Temperaturen zu machen und dann paar Minuten länger kochen. Aber das ist meine persönliche Präferenz und ich würde sagen, das muss man selber testen und dann die richtige Art zu kochen für sich selbst zu finden. Im Ganzen bin ich mit der Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse richtig zufrieden. Mir gefällt vor allem der Design, der moderne Design und das ist für mich auch ganz wichtig, wenn man ein neues Gerät für die Küche kauft, wie es aussieht, wie viel Platz es nimmt und wie gesagt, die Heißluftfritteuse ist schön kompakt und ist auch perfekt von der Farbe her, passt schön in die Küche. Was mir auch gefallen hat, ist die Kapazität, dass der Gerät ziemlich leiser ist. Wie gesagt, wenn man in der Küche ist, wenn der Gerät läuft, stört das einem nicht und wenn man nicht mehr in der Küche ist, hört man den gar nicht. Das ist wirklich ein leises Gerät. Ich habe schon seit 2 Jahren eine Heißluftfritteuse benutzt und ich kann jetzt unsere Leben wirklich, ganz ehrlich, nicht ohne Heißluftfritteuse mir vorstellen, weil ich die Heißluftfritteuse täglich anwende, anstatt Backofen. Wie gesagt, für uns als eine 2-Personen-Familie macht es wenig Sinn, immer den Backofen anzumachen und für mich ist es eine gesundere Art, zu kochen, weil ich Gemüse rösten in der Heißluftfritteuse wunderschön rösten kann, komplett ohne Öl oder mit ganz wenig Öl. Ich kann da Fleisch zubereiten, Fleisch grillen. Jetzt mit der Cosori Heißluftfritteuse geht das auch. Und wie gesagt, dann bleibt der Fett nicht an dem Fleisch, dann tropft der extra Fett ab und somit ist der Fleisch auch etwas gesünder vorbereitet. Das war für mich ganz wichtig. Deswegen kann ich und habe ich schon in der Familie eigentlich jeden eine Heißluftfritteuse empfohlen. Nach dem Testen kann ich euch auch die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse empfehlen. Ich werde alle Details dazu für euch noch unten in der Videobeschreibung nennen. Die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse ist für mich, so wie ich es nach dem Testen sehe, ist eine High-End Heißluftfritteuse. Es ist auch preislich eher eine High-End Heißluftfritteuse, aber es ist die Preis wert. Es ist wirklich qualitativ. Es hat viele Funktionen. Und wie gesagt, was für mich auch kein unwichtiges Punkt ist der Design, wie die Heißluftfritteuse aussieht. Und das hat mir ganz besonders gefallen, diese simple, moderne Design. Ich hoffe, du fandest diesen Test hilfreich und natürlich, wenn du mehr Fragen zu Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse hast, dann kannst du mich gerne in den Kommentaren anschreiben. Mich würde auch interessieren, ob du schon eine Heißluftfritteuse hast. Wenn nicht, dann welche Punkte für dich am wichtigsten sind bei so einem Kaufentscheidung. Und wenn ihr Interesse habt, dass ich auch weiter teste, weitere Rezepte in der Heißluftfritteuse teste,
würde ich mich auch freuen, wenn ihr das mir in den Kommentaren schreibt und ihr könnt auch direkt eure Rezeptwünsche mir dazu schreiben. Wenn du mein Video hilfreich fandest und es dir gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.